Stell dir eine KI vor, die verborgene Muster in riesigen Datenmengen erkennt. Eine Software, die der Polizei hilft, Zusammenhänge zu finden, die für einen Menschen unsichtbar wären, um so schweren Verbrechen und Terrorismus zuvorzukommen. Klingt gut, oder? Klingt nach Sicherheit. Aber was, wenn dieselbe Technologie auch die Daten von tausenden unbescholtenen Bürgern durchforstet? Wenn sie nicht nur zur Abwehr von Terror, sondern auch zur Aufklärung von Supermarktdiebstählen eingesetzt wird? Und was, wenn hinter dieser Technologie ein Unternehmen steckt, das nach den allsehenden Spionagesteinen aus Herr der Ringe benannt ist? You know this? How? I have seen it. A Palantir is a dangerous tool, Saruman. Why? Why should we fear to use it? They are not all accounted for. The lost seeing stones. We do not know who else may be watching. Und dessen Gründer für seine demokratieskeptischen Ansichten bekannt ist. Heute sprechen wir über Palantir in Deutschland und die globale Revolution der polizeilichen Überwachung. Ich erkläre euch, warum das Bundesverfassungsgericht die Notbremse ziehen musste und warum diese Debatte uns alle betrifft. Denn es geht um nichts Geringeres als die Zukunft unseres Rechtsstaats im digitalen Zeitalter. Also was ist Palantir? Gegründet 2003 in den USA mit engen Verbindungen zu Geheimdiensten, hat sich das Unternehmen darauf spezialisiert, eine Software namens Gotham bereitzustellen. Ihr Zweck: riesige, bislang getrennte Datenbestände der Polizei, Notizen aus Vernehmungen, Spuren von Tatorten, Daten aus Funkzellenabfragen zu verbinden und analysierbar zu machen. In Deutschland landet die Software nicht beim Bund, sondern in einzelnen Bundesländern. Ihr erinnert euch vielleicht, Hessen war 2017 der Vorreiter mit Hessen Data. Nordrhein-Westfalen und Bayern zogen mit eigenen Projekten nach. Die Befürworter, vor allem die Innenministerien, feierten die Software als Quantensprung. Bayerns Innenminister Hermann nannte sie die aktuell bestmögliche Plattform. Sie sei eine immense Arbeitserleichterung und helfe, komplexe Fälle zu lösen, von Reichsbürgernetzwerken bis hin zu Geldautomatensprengungen. Man betonte immer wieder, es sei nur eine gedrosselte Variante im Einsatz, ohne KI und Internetanbindung, um Datenschützer zu beruhigen. Doch die Kritik war von Anfang an massiv. Bürgerrechtsorganisationen wie die Gesellschaft für Freiheitsrechte, kurz GFF, sahen darin ein Instrument des Data Mining, einen tiefen Eingriff in unser Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Ihre Argumentation: die Software durchwühlt anlasslos die Daten aller, um überhaupt erst einen Verdacht zu generieren. Dabei geraten zwangsläufig auch Opfer, Zeugen oder Menschen, die nur eine Anzeige erstattet haben, in die Analysedaten. Und dann war da die größte Angst: der Function Creep, die schleichende Ausweitung. Angeschafft für den Kampf gegen den Terror, wurde die Software in Bayern plötzlich mehrheitlich für Alltagsdelikte wie Diebstahl eingesetzt. Die Hemmschwelle für den Einsatz des mächtigen Werkzeugs sank immer weiter. Die Überwachung drohte zur Normalität zu werden. Der Streit landete schließlich dort, wo er hingehört, vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Und im Februar 2023 kam das Urteil, ein Paukenschlag. Das Gericht erklärte die gesetzlichen Grundlagen in Hessen und Hamburg für verfassungswidrig. Die Karlsruher Richter haben trotzdem Bedenken und erklären das Gesetz heute für teilweise verfassungswidrig. Die Vorschriften verstoßen gegen das allgemeine Persönlichkeitsrecht aus Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz in seiner Ausprägung als informationelle Selbstbestimmung. Die Richter kritisierten 3 zentrale Punkte. Erstens: die Eingriffsschwelle war zu niedrig. Für einen so tiefen Eingriff in unsere Grundrechte reicht eine allgemeine Gefahrenabwehr nicht. Man braucht eine konkretisierte Gefahr für überragend wichtige Rechtsgüter, also zum Beispiel Leib und Leben. Zweitens: die Gesetze waren zu unbestimmt. Sie überließen der Polizei zu viel Handlungsfreiheit, ohne klar zu definieren, welche Daten wie genutzt werden dürfen. Drittens: der Zweckbindungsgrundsatz wurde missachtet. Daten, die für einen bestimmten Zweck erhoben wurden, dürfen nicht einfach für etwas völlig anderes weiterverarbeitet werden. Aber Achtung, das ist der entscheidende Punkt. Das Gericht hat die Technologie nicht per se verboten. Es hat dem Gesetzgeber sozusagen Hausaufgaben mitgegeben, schafft klare, enge und grundrechtskonforme Regeln, die den Einsatz der Software einschränken. Das Ergebnis: ein politisches Chaos.
Hessen hat sein Gesetz zwar novelliert, aber die GFF klagt schon wieder, weil es immer noch zu vage sei. Und hier offenbart sich ein fast unlösbares Paradox. Die Polizei braucht einen konkreten Verdacht, um die Software legal nutzen zu können. Die Software soll aber erst durch eine breite Analyse diesen Verdacht erzeugen. Ein verfassungsrechtlicher Teufelskreis. Während wir in Deutschland also über die juristischen Details streiten, boomt der globale Markt für Überwachungstechnologie. Und da gibt es weit mehr als nur Palantir. Nehmen wir den US-Konzern Axon. Ursprünglich für Taser bekannt, haben sie ein perfektes Ökosystem geschaffen. Sie verkaufen der Polizei nicht nur Bodycams, sondern auch gleich den passenden Cloud-Speicher, auf dem die Daten landen. Evidence.com dazu. Das nennt man Vendor-Login. Ein Wechsel zu einem anderen Anbieter wird extrem schwierig und teuer. Und obendrauf gibt es KI-Tools wie Draft One, das automatisch Polizeiberichte aus Audioaufnahmen erstellt. Ein Albtraum für Bürgerrechtler, die Voreingenommenheit und mangelnde Transparenz kritisieren. Während westliche Firmen die Software dominieren, kommt die Hardware, die Augen des Systems, meist aus China. Hikvision und Dahua sind die weltgrößten Hersteller von Überwachungskameras. Sie sind billig, technologisch fortschrittlich und deshalb überall. Ich muss zugeben, ich habe selbst 2 bei mir im Einsatz, um meine Wellensittiche filmen zu können. Gleichzeitig stehen sie massiv in der Kritik wegen ihrer Rolle bei der Unterdrückung der Uiguren in Xinjiang und wegen wiederholter Sicherheitsbedenken über mögliche Backdoors für die chinesische Spionage. Das heißt, Daten und Aufnahmen könnten nach China gelangen und dort für Spionagezwecke ausgewertet werden. Und dann gibt es noch die Königsklasse der Spionage. Firmen wie die israelische NSO mit ihrer Spyware Pegasus. Eine Zero-Click-Software, die ein Handy ohne jede Interaktion des Nutzers komplett übernehmen kann. Und vor allem ohne der Nutzer es merkt. Hier wird es zynisch. Diese Waffen werden von demokratischen Staaten entwickelt und an andere Demokratien, aber auch an autokratische Regime verkauft, die sie dann systematisch gegen Journalisten, Aktivisten und Oppositionelle einsetzen. Eine Hikvision-Kamera in London und eine in Peking mögen technisch identisch sein, aber die Philosophie dahinter könnte nicht unterschiedlicher sein. Und das ist der Kernpunkt meines heutigen Videos. Im demokratischen Modell, wie bei uns in Deutschland, ist der Einsatz von Überwachung immer eine begründungspflichtige Ausnahme vom Grundsatz der Freiheit. Die Technologie muss sich dem Recht unterwerfen. Es gibt ein permanentes Ringen. Die Zivilgesellschaft klagt, Gerichte setzen Grenzen, die Presse berichtet. Es ist ein mühsamer, oft reaktiver Prozess, aber er ist das wesentliche Merkmal eines Rechtsstaats. Die öffentliche Rechtfertigung lautet immer Abwehr von spezifischen, schweren Gefahren und keine Massenüberwachung. Im autokratischen Modell, wie China es perfektioniert hat, ist die Logik umgekehrt. Überwachung ist nicht die Ausnahme, sondern die Norm der Staatsführung. Sie ist kein reaktives Werkzeug zur Verbrechensbekämpfung oder Gefahrenverhütung, sondern ein proaktives System zur sozialen und politischen Steuerung. Das Ziel ist nicht die Aufklärung eines Verbrechens oder es zu verhindern, sondern die Formung des Verhaltens der gesamten Bevölkerung zur Sicherung der Macht der Partei. Private Tech-Giganten und der Staat sind hier praktisch eins. China exportiert dieses Modell ganz bewusst. Sie liefern Safe-City-Lösungen an Länder in Afrika, Asien und Lateinamerika, oft finanziert durch chinesische Staatskredite. Sie exportieren nicht nur Kameras, sondern eine Ideologie der Kontrolle, Überwachung und das Blackbox-Problem. Wenn Algorithmen, die über unseren Verdachtsstatus entscheiden, ein Geschäftsgeheimnis sind, untergräbt das Recht auf ein faires Verfahren. Eines der Kerngrundrechte westlicher Demokratien. Wir in Europa stecken in einem Dilemma. Wir sind abhängig von US-Software und chinesischer Hardware. Der Ruf nach digitaler Souveränität ist laut, aber konkrete europäische Alternativen sind bisher kaum in Sicht. Die ultimative Wahl, vor der wir stehen, ist nicht die zwischen Sicherheit und Technologie. Es ist eine Wahl zwischen 2 Gesellschaftsordnungen. Wollen wir in einer Gesellschaft leben, in der Freiheit die Regel und Überwachung die streng kontrollierte Ausnahme ist, oder in einer, in der der Staat proaktiv das Verhalten seiner Bürger steuert? Praktisch der feuchte Traum der DDR und des Staatsministeriums für Sicherheit in der Deutschen Demokratischen Republik. Wenn wir unsere Demokratie schützen wollen, müssen wir jetzt handeln. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat uns die Leitplanken gezeigt. Wir brauchen erstens Gesetze, die den Einsatz dieser Werkzeuge nur bei konkreter Gefahr für Leib und Leben erlauben.
Zweitens, absolute Transparenz. Wir müssen wissen, welche Technologien unsere Polizei einsetzt. Es braucht öffentliche Register, wie sie in den USA von Bürgerrechtlern gefordert werden. Und drittens, wir müssen in demokratische, transparente Alternativen investieren, um unsere Abhängigkeit zu verringern. Das ist kein Kampf gegen die Polizei. Es ist ein Kampf für den Rechtsstaat, den die Polizei auch schützen soll. Denn einen Verlust der Freiheit, die langsam und algorithmisch ausgehöhlt wird, merken wir erst, wenn es zu spät ist. Was ist deine Meinung dazu? Wo ziehst du die Grenze zwischen Sicherheit und Freiheit? Schreib es mir in die Kommentare.